Ich stelle mich eigentlich immer so an die Türe, wenn es brenzlig würde, dann könnte ich aussteigen. Wobei es allerdings schwierig wird, wenn die Kontrolleure am Ausgang oben stehen. Aber das ist mir noch nicht passiert. Für mich ist spannend der Moment, werde ich erkannt, werde ich kontrolliert, erkennen die mich, haben die wiederum das Gefühl, das ist eine oder ist es keine, dann hätte ich wenigstens einen kleinen Kick, so nach dem Motto, oh, jetzt. Aber dann ist ja wieder nichts. Ich fahre wahnsinnig gerne U-Bahn. Unterwegs. Das war schon lustig irgendwie, aber es ist schon so ganz speziell. Alles ist guter Kerl, aber... Und dann sehe ich Leute. Ich habe einfach dieses Gefühl, dass das gar keine normalen Leute sind. Also wie immer, gell? Du links und wir rechts. Und dann habe ich schon den Riecher. Ich habe den einfach. Ich habe einfach dieses Gefühl, das sind sie. Fahrscheinkontrolle. Die Fahrscheine bitte vorzeigen. Mit meiner Erfahrung habe ich sie doch erkannt. Und habe ich immer gewusst, das sind ja wieder welche. Die Fahrscheine bitte vorzeigen. Und wenn ich dann nicht erwischt worden bin, das freut mich wieder. Und da habe ich dann wieder meinen Kick. Schau mal, hat man Der gehört. Waggon ist nicht günstig. Das ist Ist das normal, die im mittlere anderen Nummer? Waggon ist es Nein, nicht. da ist niemand, aber schauen wir mal, bis wir am Hauptbahnhof sind. Da. Was mir am meisten stört an dem Beruf ist eigentlich, dass man gesellschaftlich nicht wirklich anerkannt ist. Also mein U-Bahn-Kontrolleur, da hat man einfach gewisse Vorteile im Kopf. Aber also wie gesagt, das ist, erstens ist es ein Beruf wie jeder andere. Und zweitens, ich meine, wenn es solche Leute wie mich nicht gab, letztendlich gibt es Gesetze und die müssen eingehalten werden. So sehe ich das. Die lernen irgendwie nichts dazu. Die bleiben in ihrem Verhalten irgendwie immer gleich. Treten zu dritt auf, verteilen sich plötzlich und sagen was. Die Fahrkarten bitte. Das müssten die anders machen, für meine Begriffe. Nein, die Gesellschaft nutze ich doch nicht aus. Ich gebe doch Arbeitsplätze, wenn Sie so wollen. Wenn Sie das mal rumdrehen, das Ganze. Uns würde keiner das tun, was ich tue, auch wenn es nur ein Hobby ist. Dann hätten die ja überhaupt keine Arbeit. Was man für den Job mitbringen muss, naja, ein gewisses schauspielerisches Talent, weil wir müssen uns extrem unauffällig verhalten. Und bis die Türen zu sind von der U-Bahn, erst dann können wir ja loslegen. Die Monatskarte kostet jetzt im Moment so um die 42 €. Mal 12, mal 30 Jahre. Ein Kleinauto. Ja, man erlebt schon ganz lustige Geschichten teilweise. Also die Leute haben natürlich Ausreden ohne Ende. Man hört wirklich alles und jedes Mal die gleichen. Also es ist schon auch irgendwann nicht mehr lustig, aber es gibt auch immer wieder ein paar kreative Ausreden. Wir haben dann sogar intern dann Listen mit den besten Ausreden, die schreiben uns dann auf. Mit so einer Art kleinen Wettstreit, das ist ganz lustig eigentlich. Übrigens, was ist eigentlich mit Ihrem Ticket? Haben Sie gestempelt? Wenn ich meinen Dienst antritt, dann bin ich im Dienst. Und wenn ich ausstempel, dann bin ich wieder im Privatleben und dann bin ich ja durchaus, kann man mit mir gerne mal ein Bier trinken. Bin schon auch geselliger, aber also muss ich sagen, im Dienst verstehe ich grundsätzlich wenig Spaß, aber da muss man, ich bin so. Und so hat mir meine Mutter erzogen, insofern ist die Frage eher sehr hypothetisch, weil meine Mutter das versteht, wenn ich sie aufschreiben hat. Ich habe früher beim Räuber und Gendarm gespielt, da war ich schon lieber Gendarm, aber ich darf jetzt nicht sagen, dass das jetzt eine Berufung war.
Natürlich gibt es ein gewisses taktisches Vorgehen, das bringt der Beruf mit sich, aber das mit der Zeit beherrscht man das eigentlich selbstverständlich, ist darauf zu achten, dass man beim Betreten der U-Bahn erstmal kein Aufsehen erregt und wenn die Türen sich sozusagen schließen, dann kommt man keiner mehr aus. Dass es hier in München eine gibt, die seit 40 Jahren schwarz fährt, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Vor allem, weil wir sehr engmaschig kontrollieren und ja, aber da haben wir einen gewissen Respekt davor. Hut ab. Ein Leben ohne Schwarzfahren, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Bitte Signal.